Hier im Tal ist es verhältnismäßig einfach. Wir können mit großer Sicherheit sagen, dass der Neandertaler über viele Zehntausende von Jahren hier gelebt hat. Und dann aber spätestens vor 45.000 Jahren abgewandert ist, weil es hier eine Kälteperiode gab. Er ist in den Süden gegangen und wir können nicht erkennen anhand der Funde, dass er dann nochmal zurückgekommen ist. Wir haben hier den Neandertaler nicht getroffen, also der moderne Mensch. Der kam etwa vor 40.000 Jahren an, da war definitiv keine Besiedlungsspuren mehr zu sehen. Die interessante Vermischung, die ist ja sehr viel früher, also auf der Höhe im Nahen Osten, also Israel, haben wir die Fundstellen, wo wir sehen, aus Afrika kommt der moderne Mensch immer wieder mal. Es gibt so Einwanderungsbewegungen, der kommt aber nicht wirklich weiter oder haben keine Spuren. Auf der anderen Seite Europa, der Neandertaler. Und dann gibt es da Verbindungen, also tatsächlich Schichten, die sehr dicht beieinander liegen, wo beide die gleichen Ressourcen genutzt haben. Und dann ist jetzt wieder die Fantasie. Wir sind also vor 40.000 Jahren, auch später, eine Bevölkerungsdichte in Europa, habe ich jetzt auch wieder neu gelesen, sind etwa 10.000 Menschen. Jetzt gehst du mal vom Altaigebirge bis nach Portugal und Wanderschuhe. Und dann gehst du mal jemanden suchen oder findest jemanden. Was machst du mit dem? Du packst den Knüppel und haust ihm auf den Kopf. Ja klar, selbstverständlich. Nein, du freust dich, dass du endlich mal jemanden hast, mit dem du dich unterhalten kannst. Ja, also das sind so Sachen. Also und dann dieses Fremdheit ist ja immer das ist ja die Frage. Also die Kultur ist sehr ambivalent. Also meine Fantasie ist, das ist auch die Frage Protosprache. Wie haben sich die Menschen unterhalten? Wir haben sowas wie eine ursprüngliche Sprache. Essen, müde, schlafen. Ja. Ja. Komm. Ja. Da brauchst du keine Sprache. Ein Lächeln. Ja? Das heißt, die Kommunikation, vor allem in der Protosprache, das ist eine einfache, reduzierte, ist verhältnismäßig einfach. Das heißt, die Menschen, die Unterschiede, die wir vielleicht wahrnehmen, war damals nicht so gravierend für die Menschen in der Wahrnehmung. Was war denn wichtig? Ich brauche einen Partner. Ich brauche jemanden, der mir vielleicht auch weiterhelfen kann, sich in der Gegend auskennt, der mit mir Ressourcen teilen kann, der weiß, wo gutes Material zu finden ist. Also wir können archäologisch sagen, das wurde hier Material verschoben durch ganz Europa. Ja? Und das ist doch die Frage. Da sind Beziehungen und die können wir eindeutig benennen. Und Handelsbeziehungen, das wissen wir auch später in der Jungsteinzeit, die waren ja durch ganz Europa. Da war die Besiedlung enger, da werden wir sesshaft. Und dennoch war das ein ganz zentraler Punkt, nämlich davon zu profitieren, was andere können. Lernen, Wissen weitergeben. Natürlich immer wieder auch Partner finden. Die waren in ihren Möglichkeiten, den Ressourcennutzung, in vielem ebenbürtig. Mit dem kleinen Unterschied, dass der moderne Mensch eben durch seine kognitiven Fähigkeiten deutlich besser auch Ressourcen ausnutzen konnte wie der Neandertaler. Also wir haben schneller und besser gelernt. Der Neandertaler ich bezeichne ihn als Traditionalist oder als konservativ, der über 100 Jahre, 1000 Jahre Wissen tradiert hat. Das muss man erst mal hinkriegen. Und der moderne Mensch, der immer neue Probleme sucht und Lösungen findet. Also es gibt Funde in Frankreich, die sind ganz am Ende von der Neandertalerzeit. Und da findet man beim Neandertaler in seiner Kultur auch Schmuck. Zum Teil sehr einfach. Und da ist auch die Überlegung, wie kommt es, dass der Neandertaler da anfängt, auch Schmuck, Anhänger und so weiter zu machen. Und da gibt es auch die Vorstellung, dass natürlich eventuell wurde das auch was getauscht oder Ähnliches. Und da kam das Interesse vom Neandertaler und hat gesagt, ich will auch sowas machen, der das dann eventuell auch hergestellt hat. Aber diese symbolische tiefe Bedeutung nicht nutzen konnte wie wir.
Also deshalb das Objekt selber, also das handwerkliche Geschick ist ganz klar, es muss mit kognitiven und handwerklichen technischen Fähigkeit zusammenhängen, aber das Objekt selber ist ja nur ein Transformator oder ein Gefäß für Bedeutung. Ja, und da haben wir uns unterschieden, aber es kann durchaus sein, dass dieses Geben auch von Objekten oder Musik oder Ähnliches, also im Sinn von Spielen, die Menschen da verbunden haben. Aber das zu nutzen, um Gemeinschaft zu stärken, zu verbinden, da scheint der moderne Mensch das sehr viel besser nutzen zu können. Deshalb sprechen wir ja auch von Geheimwaffe, Kunst. Ja? Also das wirklich so als schlagkräftiges Medium zu nutzen. Ich persönlich glaube, dass der Neandertaler natürlich über auch gesungen, musiziert, also Klanggeräusche gemacht hat, aber eben nicht in der Weise, wie wir es verfeinert und genutzt haben. Ja? Also es ist schon ein qualitativer, nicht nur quantitativer Unterschied. Ich bin hier einmal archäologisch an Artefakte gebunden und die sprechen von sich aus nicht. Wir denken zwar, Objekte können sprechen, sind authentisch. Nein, wir bringen sie zum Sprechen. Wir sind symbolische Menschen. Wir sehen Objekte und haben eine Ideenwelt dahinter, unsere eigene. Was macht die Kunst, das Leben, die Artefakte für uns so interessant vor 40.000 Jahren? Es ist eine unermessliche Zeitspanne und wir können aber mit Gewissheit sagen, vor 40.000 Jahren haben die Menschen die gleichen Fragen gestellt wie wir heute. Und um diese Fragen zu beantworten, haben sie sich Bilder geschaffen. Innere Bilder, die oft durch Ängste, durch Alltagserlebnisse, durch Geschehen, das unvorhersehbar war, verständlich gemacht worden. Also Kultur ist viel damit verbunden mit dem Bannen von Ängsten und sie wieder in eine Gemeinschaft zurückzuführen, um selber sich in Sicherheit wiederzufinden. Das heißt, die Menschen von damals sind wie wir heute. Aber wir können ein Stück weit einen Prozess sehen. Das war deine Frage. Wir können sagen, und da gab es jetzt gerade vor 3 Tagen den interessanten Artikel in Science, wir haben uns verändert von unseren frühen Vorfahren, den Schimpansen, den Primaten, bis über den Neandertaler zu heute. Und wir sagen jetzt neurologisch, oder ist die Erkenntnis, dass wir im Grunde 3 Felder gelernt haben. Wir haben gelernt, emotional uns auszutauschen und Beziehungen zu stabilisieren, zu interagieren. Die Einfühlung. Wir haben gelernt, in einem zweiten Schritt uns zu kontrollieren, Lernprozesse zu machen, Innovationen und Probleme zu lösen. Das heißt, ganz viel mit Selbstkontrolle. Und wir haben das dritte, und das ist anscheinend für uns, und da sind wir einmalig, haben wir gelernt, Fragen zu stellen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Das sind die entscheidenden Fragen. Wir sind unglaublich kompliziert geworden in diesem Zusammenhang. Deshalb ist unsere Kultur ein Hilfsmittel, unsere komplexe Welt besser zu verstehen. Es ist aber immer nur ein Hilfsmittel und niemals für sich selbst. Und das vergessen wir manchmal. Die Kultur ist eine Möglichkeit, dass wir besser miteinander, untereinander agieren und mit der Umwelt agieren. Und das ist die Frage, diese Sehnsucht, die du ein Stück weit ansprichst, in diesem animistischen Denken. Waren die vor 40.000 Jahren der Natur, dem Geist in sich näher? Ja, das ist die Frage. Das ist ein bisschen das mit dem Sündenfall. Wir sind aus dieser Welt der Einheit, dieses Animistischen, verbunden zu sein mit der ganzen Welt, sich als Teil davon zu fühlen, ein Stück weit herausgeworfen. Das ist einfach ein schönes Bild in der Bibel, aber die gibt es in anderen Kulturen, glaube ich, auch. Wir sind herausgeworfen
und sind verpflichtet, unsere Freiheit mit Verantwortung zu verbinden. Das heißt, und das wäre der Schritt, der jetzt notwendig wäre, das wäre der Schritt zu sagen, wir gehen jetzt wieder in dem Bewusstsein, dass wir ein Teil dieses Universums sind, dass wir ein Teil der Welt sind und dass wir die Welt brauchen. Ja, mit einem anderen Blick auf unsere Umwelt wieder zu. Also mit einer gewissen Demut und eben dieses, was ich gesagt habe, dieses Wissen, wir können Probleme lösen, also uns herausnehmen und aktiv werden, gestalten, dass das eben immer auch noch die zweite Seite in der Verantwortung hat und das andere mitzudenken. Und da müssen wir jetzt wieder andere Wege beschreiten. Ich glaube nicht, dass diese Idee des Animistischen, dass das uns helfen würde. Wir würden wieder sehr, sehr stark in emotionale, archaische Weltbilder auch zurückgehen. Das müssen wir sagen. Also wir haben ja den Prozess geschafft, dass wir uns nicht mehr von unseren Ängsten, nicht mehr von fremden Göttern, sondern dass wir in Verantwortung agieren. Und davon wollen wir, glaube ich, nicht Abschied nehmen. Wozu machen wir Kunst und warum hat sich das erhalten? Ja, scheint ja was Wichtiges zu sein. Es gibt es in allen Kulturen. Kein Mensch kann ohne symbolisches Denken auskommen. Ich habe jetzt vor kurzem über die Sprachentwicklung einen schönen Einführungssatz gehört. Da hieß es, ja, wir haben die Feuernutzung gelernt. Wir haben Fleisch gebraten, Nahrungsmittel uns besser zugänglich gemacht. Unser Gehirn ist gewachsen und am Abend war das Feuer an. Es war dunkel und da saßen wir jetzt nun am Feuer und haben uns gelangweilt. Also wir haben neues Potenzial gefunden und mussten lernen, jetzt mit diesem umzugehen. Und was ist passiert? Wir haben gelernt, uns die Zeit zu vertreiben. Wir haben angefangen, Fantasien, Ideen, Ängste, Vorstellungen zu kommunizieren. Und da ist natürlich ein sehr gutes Medium, Geschichten zu erzählen, zu singen, zu tanzen. Viel, viel näher als Sprechen ist natürlich der Klang. Die Musik ist ganz stark natürlich mit Rhythmus verbunden und mit Lernen vom Gehirn. Also deshalb sagen andere, die Musik und der Klang, die Melodie war wichtig für die Sprachentwicklung, weil wir erst gelernt haben, langsam das Gehirn mehrere aufeinanderfolgende Reize sich zu merken und dann einen Sinn dabei zu erschließen. Ja, da hilft uns die Musik mit dem Rhythmus sehr gut. Also auch das kann wieder eine Wechselbeziehung zur Sprache haben. Rhythmus, Bewegung, komplexe Bewegungen, sich abzuspeichern, das geht Hand in Hand. Aber Sprache als Phänomen ist sicher mindestens 50.000 Jahre alt. Das sagen die Wissenschaftler. Der Sprachwissenschaftler sagt, mit der Nutzung des Feuers als breites Phänomen, sage ich jetzt mal, ist eigentlich Fantasie und Sprache, Musik, Bewegung, die in der Gruppe erfahren wird und eingeübt wird, als Anfang zu sehen. Evolutionär. Was das Besondere vielleicht auch jetzt in der Archäologie ist, dass wir nicht mehr schauen und etwas erwarten, sondern dass wir alles für möglich halten. Das ist der Punkt. Wir haben die Knochen gefunden von einem Vogel, der bearbeitet war, und konnten uns nicht vorstellen, dass die Menschen vor 40.000 Jahren Flöten gemacht haben. Die Elfenbeinflöte, die Fragmente, wurden als Schmuckband publiziert. Und erst viele Jahre später, 10 Jahre später, wurde es gedacht, das könnte eine Flöte sein. Nur was wir denken, können wir sehen. Und ich denke, die neue, und das ist die neue Sensibilität, da wären wir wieder bei dem animistischen Denken. Das sind die Sachen, die wir lernen können, dass wir nicht nur auf unseren Kopf vertrauen, dass eine gezielte Intuition, nämlich die Wachheit für den Moment und die Möglichkeit,
dass das Fremde viel komplexer ist, als wir uns das vorstellen, dass es nicht die Werte und die Kategorien widerspiegelt, die wir für uns als richtig erkannt haben, dann können wir die Sachen entdecken. Ich bin jetzt seit 20 Jahren hier und bin von diesen Objekten umgeben. Und manchmal denke ich, es müsste doch langweilig werden. Ich kenne sie doch. Ich habe sie schon 1000-mal gesehen und erklärt. Und das macht sicher Kunst aus. Ich gucke sie jedes Mal wieder mit Erstaunen an. Aber das Erstaunen bleibt auch, seit ich angefangen habe zu akzeptieren, dass es eine Distanz zwischen mir und meiner Welt und diesem Objekt ist. Und ich glaube, das ist die ganz große Chance, immer wieder neu, mit großem Staunen und Erstaunen, die Dinge anzusehen und in den Kontakt und die Achtsamkeit zu behalten, dass ich es nicht aneignen kann. Wir können alle Objekte aus unserem Blickwinkel interpretieren und manche Fragen, die eindeutig immer, die Kunst haben Männer gemacht, weil die letzten 2000 Jahre haben Männer Kunst gemacht, hat sich verändert. Warum können es nicht auch Frauen gemacht haben? Das ist aber auch eine Frage, die kann nur ein Mensch im 21. oder im 20. Jahrhundert stellen. Das ist eine Frage der Kategorien, die wir aufstellen, wo wir vorstellen, es gibt Männer, es gibt dann einen Zwischenbereich und dann gibt es aber die Frauen. Ja? Und da kann, je nach Kultur gibt es dann natürlich auch Durchlässigkeiten, die meistens im Sozialen dann definiert sind, dass man mal als Mann oder als Frau auftreten kann oder einem bestimmten Alter als weiße Frau auftreten kann. Für uns vielleicht das, was wir so als Hexen im Mittelalter haben. Die Kategorien, die wir haben, zählen in manchen Kulturen einfach nicht. Punkt. Also es ist die Frage, was wir archäologisch sagen können. Wenn du dir vorstellst, du lebst in einer Gemeinschaft von maximal 30 Personen, eher weniger, sagen wir mal 20 Personen. Und du hast jetzt die Alterspyramide von einem Neugeborenen oder Einjährigen bis zu 60 Jahre. Und du hast ungefähr die Verteilung halbe. Dann haben wir 30, dann haben wir nur wenige Personen, die zum Beispiel auf die Jagd gehen können. Welchen Grund gibt es, in einer nur Männer auf die Jagd zu schicken? Also wenn man jetzt das vom Biologischen bis 18 oder 20, die beste Zeit, was spricht dagegen, dass eine Frau auf die Jagd geht? Unsere Vorstellung, dass man mit 16 heiratet und dann 8 Kinder kriegt. Ja? Wir haben ja die Möglichkeit in unserer Kultur, dass auch selbst eine Frau, die ein Kind bekommt und es stillt, das Kind eine andere Frau gibt, die das mitstillt. Ja? Das sind unsere kulturellen Leistungen. Das hat nichts, und bei dir ist es so, du hast die Frage nach dem biologischen Geschlecht. Das kulturelle und das soziale Geschlecht ist da, das ist ja unsere Stärke. Das ist ja unsere Stärke. Und dieses Einengen auf das Biologische, das macht uns ziemlich klein. Ja. Aber das ist ein patriarchales System. Ja. Also wir haben ein einziges großes Problem in den kleinen Gruppen. Wie kann ich einen Genaustausch hinbekommen? Das ist das Problem überhaupt. Was will ich mit einer kleinen Gruppe, wo nur gleiche Gene sind? Ich muss also ständig, also so wie in der Natur auch, haben die Menschen, und da haben wir auch genetisch, also später, also die sind dann schon jungsteinzeitlich oder Mittelsteinzeit, können wir feststellen, dass ein sehr guter Austausch an genetischem Material da war. Der Neandertaler hat große Probleme gehabt. Das könnte ein Problem von der Neandertaler gewesen sein, dass die genetische Vielfalt nicht gegeben war. Also das Ziel ist nicht die Familie, sondern eine möglichst große Vielfalt. Und wie die hergestellt werden kann, da kannst du dir alles überlegen. Vom Frauenklauen, und da ist ja das Paradox wieder, wenn Frauen, nicht nur die schöne Helena, ja, sondern auch schon davon Frauen wegen dem genetischen Material geklaut werden, dann ist das sozusagen unter Einsatz des Lebens passiert. Ja, also sie sind so wertvoll, und der würde mir es als Objekt bezeichnen. Ja, also eine Frau wird einfach
aus ihrem Umfeld entrissen. Aber wie wertvoll Frauen sind, die wertvollen. Die können noch Nachwuchs kriegen, so kannst du auch sehen. Das heißt aber nicht, dass die in der Kultur deshalb einen besseren Stand haben oder mehr zu sagen haben. Wenn was sehr wertvoll ist, kann man es wegschließen. Allerdings scheint es erst ein Phänomen zu sein, wo wir sesshaft werden. Das wissen wir auch, also wo Eigentum entsteht. Also dann kommt auch daher wohl eine Änderung, wie auch sicher Personen wahrgenommen worden sind. Wir wissen, wir sind soziale Wesen. Also wir können in dieser ganzen Komplexität, die ich auch vorher beschrieben habe, also lösungsorientiert zu arbeiten, Innovationen zu entwickeln, geht nur, indem wir auf das Wissen ja von anderen zurückgreifen. Und das ist eine Entwicklung, die wir ja aus die Anthropologen und Archäologen sprechen von der Großeltern- oder Großmutter-Hypothese. In dem Moment, wo wir ältere Menschen haben, die Wissen weitergeben können, können wir sehr viel mehr an Wissen tradieren. Ja? Also Lernen ist möglich, also auch ein ganz wichtiger Teil von Kultur. Und deshalb sind die Bewertungen von den Qualitäten der Einzelnen nur im Zusammenhang mit der Gruppe zu erkennen. Also es muss eine stabile Gruppe sein. Dass sie natürlich auch die Möglichkeit haben, Menschen zu pflegen. Die Musikbeispiele zeigen ganz deutlich, da werden wir jetzt wieder, was kann man archäologisch rausnehmen, wenn man eine Elfenbeinflöte anschaut. Die ist sehr komplex in der Herstellung, verlangt technische Fähigkeiten, aber sie verlangt auch nämlich die Einsicht der Gruppe, das ist es uns wert. Ja, also das gemeinsam, der eine kümmert sich ums Essen, der andere kümmert sich um die Kinder und einer hat den Freiraum und die Aufgabe für die Gemeinschaft, in der Gemeinschaft so ein Objekt herzustellen und zu entwickeln. Und das geht Hand in Hand. Und das scheint auch etwas zu sein, was die Menschen damals als Qualität sehr genau wahrnehmen und sehr viel investieren. Ich glaube, dass wir natürlich eine ähnliche Sprache entwickeln aufgrund von unserem Erleben. Also eine Frau, die ein Kind gebiert, es ist einfach ein Wunder, vor 40.000 Jahren wie heute auch. Und das Besondere ist, dass wir anfangen, das als Besonderes wahrzunehmen und versuchen, Ausdruck dafür zu finden. Das macht einen Menschen aus. Und dieser Ausdruck zu fragen, was kann das repräsentieren, diesen Moment, dieses Außergewöhnliche, dieses Wunder. Aus der ganzen Fülle des Lebens kommen natürlich bestimmte Bilder, die ganz stark auch mit Erfahrungen verbunden sind. Also das ist ja dann oft das, was wir als Archetypen vielleicht auch bezeichnen. Kommt dem vielleicht ein bisschen näher. Dieses Zirkulieren, zu sagen, es geht weiter. Andrea, wir sprechen hier von 10.000 Jahren. Eurasien, ja. Das sind Dimensionen, die brauchen und können wir nicht denken. Aber wir können, und da sind wir wieder schon ganz sensibel, annehmen, dass diese Kontakte zwischen den Zeiten und den Welten, dass es die gegeben hat. Also wir sitzen nicht im Dorf, wie wir das kennen, in Italien oder in Deutschland vor 200 Jahren. Ja, wo wir auf unserer Scholle sitzen und nicht wissen, was 100 Kilometer weiter passiert, bis dann die Bahn fährt. Das ist damals anders. Aber kannst du dir das vorstellen? Nee, ich kann mir es nicht vorstellen. Ja? Aber eine sehr, wie sagt man da, intuitive oder Verbindung über weite Strecken, die muss es gegeben haben. Deshalb denke ich auch, diese Bilder, also die sind nicht umsonst in den Höhlen. Auch die Musik ist nicht umsonst in den Höhlen. Es sind die besonderen Orte einmal zum Wohnen natürlich, ganz pragmatisch. Aber es ist natürlich auch ein Sinnbild für was innen und außen ist. Geboren werden, hinausgehen in die Welt, in das Fremde, in das aber auch was Bewegung bringt. Und das Zurückgehen in einen geschützten Raum. Ich meine, das muss erfahrbar, das ist ja für uns auch erfahrbar. Gell? Wir haben darüber gesprochen.
wie das ist, Mutter Erde. Ich meine, das sind einfach ganz elementare Erfahrungen, die uns ja auch wieder einen. Ja. Und dies geht natürlich weg von dieser reinen Logik und von der rein beschreibenden Ebene, ganz stark in diese gemeinsame Weltgeschichte oder Lebensgeschichte oder Menschheitsgeschichte.